zusammen, willkommen zurück auf dem Kanal. Ungewohnte Umgebung, hinter mir Velomobil, um mich herum Velomobile. Wo bin ich also? Beim Johann. Und warum bin ich hier? Ganz einfach, heute begleiten wir einfach mal den Johann, wie er so eine Probefahrt durchführt. Der Markus ist heute da. Der hat einen YouTube-Kanal, Finanzen im Griff. Der hat das Freecar Podbike mal getestet und hat gesagt, oh, er ist schon mal ein Velomobil gefahren, war nicht gut, weil ich ihm drunter kommentiert hatte. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du in der Nähe von Augsburg bist, dann kommst du zum Johann hier, zu Hovelo, und wir machen hier gemeinsam eine Probefahrt. Die stellen gemeinsam jetzt das Velomobil ein, Tretlagerschlitten und so. Und jetzt gehen wir mal zusammen hin und schauen uns an, wie sowas eingestellt wird. Auf, kommt mit, los geht's. So, schauen wir dem Johann mal über die Schulter. Johann, was machst du da jetzt gerade? Ich verstelle jetzt den Tretlagerschlitten, um die optimale Position für die Beine zu bekommen, damit wir da keine Knieschmerzen bekommen oder sonst was. Magst du mal ein bisschen ziehen? Geht nicht? Markus zieht da jetzt. Ich ziehe eigentlich schon. Mit der Tretlagerschlitten, der hier vorne drin sitzt. Wenn er zurückkommt. So. Hilf mal kurz nochmal ziehen. Genau. Ja, ich glaube, das reicht schon. Viel ist es nicht. Ich möchte bloß verhindern, dass du dein Knie durchstreckst, weil das ist ergonomisch eine Katastrophe. So, tun wir nochmal treten bitte. Und jetzt eben nicht, also das ist besonders wichtig. Und ich behaupte, dass es bei dem DF tatsächlich dann passiert, dass du halt immer so durchgerückt wirst. Und das bedeutet, dass du die Kraft nicht aufs Pedal bekommst. Würde mich also nicht wundern. Ich merke auf jeden Fall den Unterschied, muss ich sagen, ganz ehrlich. Du darfst noch weiter treten, hier kannst du das schreiben. Johann überprüft jetzt die Schaltung. Darfst du richtig nachdenken? Meine Gänge hier reingehen. Und Also Kettenlänge, genau, ja, das schon schaut, klar. prüft die Kettenlänge. Das ist interessant, weil das ist so unterschiedbar für mich jetzt. Es ist mir vollkommen klar. Genau. Also wir haben jetzt das Velomobil praktisch so eingestellt, dass du, ich sag jetzt mal, ideal fahren kannst. Das passt jetzt eigentlich. Kettenlänge ist immer so Sache beim Probefahrtfahrzeug. Die passt jetzt zu 80–90%. Das heißt, wenn der ein oder andere Gang ein bisschen hackelt, ist das völlig normal. Aber im Großen und Ganzen kannst du alle Gänge fahren. Das ist erstmal das Wichtige. Mhm. Genau. Kannst du jetzt auch selber mal einfach probieren, also selber auch mal schalten, einfach mal 1–2 Gänge durchschalten. Mal gucken, wie das Für dir die Schaltung? Was ist das für eine Schaltung? du hast eine 1x12, das heißt, du hast vorne nur ein Kettenblatt, das heißt, da musst du dich schon mal nicht um Schalten kümmern, sondern du hast praktisch hier nur eine Schaltung und da kannst du hier auf den schwereren Gang, hier auf den leichteren Gang, beziehungsweise ein größeres Ritzel. Also Moment. Das kannst du selber mal ausprobieren. Der ist groß, der ist klein. Dreht mal und probier mal zu schalten. Nimm das Ding in die Hand. Genau. Erstmal runter, du bist schon auf dem Achso. Der braucht auch ein bisschen, weil der Abstand relativ groß ist. Was hast du jetzt noch gemacht, Johann? Weil du die Klappe Das ist zugemacht natürlich hast? dann auch, wenn der jetzt tritt, geht mal überprüfen, ob er wirklich genug Luft hier an den Beinen hat. Weil wir haben verschiedene Knieausstülpungen und je nachdem Gefahrgrößen, das ist jetzt auch die größte Knieausstülpung, du würdest wahrscheinlich tendenziell auch die andere nehmen. Aber wie gesagt, gerade treten, wenn du dir vorstellst, dass du slidest, dann wirst du das auch tun. Ey, das passt schon. So, von der Idee her ist das Fahrzeug jetzt sehr, sehr gut auf dich eingestellt. Das heißt, wir können dann anfangen, tatsächlich uns um die Details zu beschäftigen. Johann, soll ich den Gefahrenhinweis geben, oder? Wenn man zu dir kommt, dass man dann eigentlich immer mit einem Velomobil nach Hause geht? Zumindest mal ist es nur noch eine Frage der Zeit, ne? Genau. Also, wer zum Johann kommt, Vorsicht. Vorher Geld checken, ob das passt und dann kommen. Genau, hier hast du den oberen Hauptschalter. Das heißt, mit der machen wir jetzt generell einfach mal die Elektrik selbst an. Ich habe noch die Möglichkeit, hier gibt es eine Innenraumbeleuchtung, vor allen Dingen für den Tacho, den man sich dann anschauen kann.
Und hier habe ich noch die Möglichkeit, jetzt Licht einzustellen. Wir machen das auf ganz normales Licht. Das ist die Belüftung, die kannst du auf der Fahrt einfach aufmachen und dazu machen. Im Winter habe ich es dann eher geschlossen und im Sommer habe ich es natürlich offen, weil man möchte ein bisschen Luft bekommen. Ansonsten hast du hier oben die Bremse. Das heißt, Bremse ist links bremst du links, rechts rechts. Das heißt immer ein bisschen synchron bremsen. Vorteil an der Panzerlenkung jetzt in dem Fall ist, dass du das kurveninnere Rad immer ein bisschen mehr anziehen kannst. Das heißt, du kannst höhere Kurvengeschwindigkeiten wie beim Tiller zum Beispiel erreichen. Das ist mal der Vorteil. Nachteil ist, du hast zwei Bremsen. Also das heißt, beim Tiller wäre es dann so, dass du eine zentrale Bremse hast, wenn du beide bremst. Das heißt, eigentlich immer symmetrisch bremst. Also Vorteil wie Nachteil. So, hier oben hast du den Blinker. Blinker links, Blinker rechts. Und dann hier oben hast du die Hupe. Okay, und hier ist noch die Abschaltung. Genau. Das ist eigentlich schon, oder? Das war es eigentlich schon. Da hast du noch die Spiegel. Die werden wir dann noch grob einstellen. Das heißt dann vor allen Dingen für dich draußen, damit man relativ weit nach hinten sehen kann. Genau. Okay. Noch genereller Hinweis zum Fahren. Das Fahrzeug hat jetzt zwei Umlenkrollen zwischendrin, weil die Kette nach unten ja irgendwo durchgeführt werden muss. Wenn du über irgendwelche Unebenheiten drüber fährst, sei es Kopfsteinpflaster, sei es ein Bahnübergang oder ähnliches, wichtig, immer ein bisschen Last auf der Kette zu haben. Das heißt, nicht während der Fahrt zum Beispiel Rückwärtstreten vermeiden oder Aufwärmen vermeiden, sondern wenn du über sowas drüber fährst, immer leicht mittreten. Nicht Vollgas, sondern es geht bloß darum, dass die Kette immer ein bisschen gespannt ist, damit sie nicht von den Kettenleitrollen runterspringt. Okay. Wenn das passiert, das merkst du sofort, das macht ganz hässliche Carbongeräusche. Oh, einfach anhalten. Genau. Okay. Klingt jetzt nicht so gut. Nein, klingt nicht so gut, ist aber egal, wie gesagt. Gut. Es passiert jedem mal. Ist erst einmal passiert, aber da waren nicht die Leute nicht vorher. Das heißt, seitdem ich jedem das sage, ist das bisher nicht mehr passiert. Okay, genau. Das klingt gut. Genau. Ansonsten immer auch mittreten, wenn du schaltest, das ist auch immer wichtig, weil sonst gibt es unter Umständen auch einen Kettenabbruch vorne. Ja, das ist eigentlich klar. Ja. Nicht ganz, weil du hast hinten eine Rotorkassette. Die Rotorkassette ist von Hause aus, da hast du hinten ein größeres Kettenrad und die hat sehr, sehr viel Eigengewicht und sehr, sehr viel Rotationsenergie. Das heißt, wenn du zum Beispiel aufhörst zu treten, dann schiebt die Kette nach. Und deswegen sage ich immer auch, nie wirklich aufhören zu treten, sondern immer so ein bisschen mittreten. Das muss keine Last sein, es geht bloß darum, dass praktisch die Kette die ganze Zeit immer gespannt ist und in Bewegung ist. Okay. Hast du noch Fragen vorweg, die dir gerade noch einfallen? Wie denke ich? Panzerlenkung heißt rechts nach vorne, links nach hinten. Die sind ja, natürlich ist jetzt im Stand, deswegen wird relativ wenig gehen. Das heißt, das machen wir dann, das wirst du dann draußen merken, in der Fahrdynamik ist es dann wesentlich einfacher zu lenken. Also das ist die Nullstellung und ich ziehe praktisch nur an die Richtung, wo ich hin will. Genau, du kannst einfach... Also auf der einen Seite drückst du, auf der anderen Seite ziehst du. Okay, so. Okay, genau. Jetzt habe ich. Und damit lenkst das du, ist genau. wie beim Auto ohne Servo, das ist natürlich hart, ne? Okay. Genau. Die sind gekoppelt, das heißt, wenn der eine nach vorne geht, geht der andere automatisch nach hinten. Das heißt, das kriegst du dann relativ schnell. Okay. Gut. Genau. Hier ist eine Bremsen, Schaltung, ist klar. Und was waren jetzt die Knöpfe nochmal? Also hier kannst du auch, hier ist Blinker. Okay. Also nochmal zu den wichtigen Knöpfen, die du jetzt brauchst. Ignoriere mal diese ganzen Schalter hier, weil im Endeffekt wir machen das Licht an und fahren dann. Was für dich jetzt wichtig ist, ist eigentlich bloß die Betätigung der Blinker. Blinker und Schaltung. Genau, Blinker, Schaltung, Bremse. Ja, das Bremse wäre tatsächlich. Genau. Bremse würde ich als allererstes empfehlen, oder? Bringt Sinn, genau. Also das ist mal der größte Punkt zum Beachten. Okay. Und ja. Genau, also wir machen ja die Probefahrt begleitend. Ich fahre immer voraus, das bedeutet, du kannst dich auf das konzentrieren, was wichtig ist, und das ist das Fahrzeug. Damit du einfach dich nicht noch um irgendwas anderes Sachen kümmern musst, an GPS oder muss ich jetzt links abbiegen, rechts abbiegen, du fährst einfach schnurstracks hinter mir her. Ich versuche auch meine Geschwindigkeit dir anzupassen, das heißt, du wirst merken, wie ich am Berg vielleicht immer tendenziell ein bisschen schneller bin, weil ich nicht weiß, wie schnell du wirklich bist. Aber keine Angst, ich lasse mich auch zurückfallen, das heißt, du fährst deine Geschwindigkeit, wie du möchtest. Vor allen Dingen bergauf ist es wichtig. Und meine Empfehlung ist dann, wenn es einmal gerade geht oder wenn es bergab geht, gib ruhig ein bisschen Gas. Es ist tatsächlich relativ easy, da relativ gute, hohe Geschwindigkeiten zu bekommen. Einfach mal, damit du den Spaß auch erlebst, ein bisschen mehr Gas geben. Ansonsten, wenn irgendwas ist oder sowas, dann einfach mal winken. Wenn du langsam fährst, wenn ich sehe dich nicht mehr, drehe ich um. Also keine Angst haben. Genau. Also ich nehme natürlich schon immer, ich versuche immer Schwung mitzunehmen. Das heißt, wenn ich wirklich mal ums Eck bin und du kommst nicht, dann drehe ich um. Also keine Angst. Und genau. Okay, alles klar. Jo, dann kriegst du noch frische Luft und dann können wir mal langsam loslegen.
Ja, sehr genau. gut. Ich mache die Nachhut. Fragt euch, ja. Ja, und wenn dann alles eingestellt ist, geht's auf die Strecke. Die Strecke beginnt in Aichach bei Johann, bei Hovelo. Es geht dann ein Stück ins Aichacher Hinterland. Es sind Anstiege mit dabei, mit bis zu 9%, was ich erstaunlich finde, dass ein Händler sowas fährt, muss ich gestehen. Denn es ist relativ anstrengend, bergauf zu fahren mit einem Velomobil, aber realistisch einfach, um mal festzustellen, wie ist es denn. Es gibt auch eine schöne Abfahrt, so mit 1-2% runterwärts. Bei der kann man Geschwindigkeiten über 70 km pro Stunde erreichen. Und auch der Markus hat es bewiesen. Ich blende euch mal das Video oben ein. Bei seiner Fahrt ist er 69,8 km pro Stunde gefahren. Sehr schön ist auch beim Video von Markus, dass er als Szenefremder sozusagen sich mal dem Test eines solchen Fahrzeugs annimmt und auch dort zeigt, wo Vor- und Nachteile des Ganzen sind. Also ist definitiv ein sehenswertes Video. Wie gesagt, schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Ich habe es auch unten in der Videobeschreibung mit drin, den Link. Er freut sich bestimmt über den ein oder anderen Zuschauer, der seinen Test ansieht. Noch eine kleine Anmerkung zum Video von Markus. Er hat die Fahrzeuge als teuer bezeichnet, was durchaus stimmt. Also wir reden hier von ungefähr 12.000, 13.000 Euro, muss man sich vorstellen. Was nicht ganz berücksichtigt wurde, wo ich mit ihm mich auch danach drüber ausgetauscht habe, ist, dass man ja auch noch einen Restwert nach einer gewissen Zeit hat. Ich werde mal ein Video machen, in dem ich mein Auto dem Velomobil gegenüberstelle und zeige, ab wann sich das Fahrzeug amortisiert hat. Also ich fahre das Velomobil jetzt 2,75 Jahre, 2-3 Jahre eben und habe mittlerweile die Amortisation, wenn man den Restwert mit reinrechnet, definitiv erreicht. Das bedeutet, ich habe so viel an meinem Auto eingespart, dass ich in dem Fall den Preis des Velomobils wieder raus habe. Auch die Folgekosten bei einem Velomobil halten sich relativ gering. Ich brauche alle 3.000, 4.000 Kilometer 2 Vorderräder. Da handelt es sich um 100 Euro, weil ich die schnellsten Reifen einfach fahre. Alle 6.000, 7.000, 8.000 Kilometer einen neuen Hinterreifen, auch nochmal so 50 Euro ungefähr. Ansonsten kann man, wenn man will, eine Fahrradversicherung dafür abschließen, also eine Vollkaskoversicherung. Ich habe das gemacht, zahle dafür ungefähr 25 Euro im Monat, aber einfach nur, weil ich gegen Diebstahl oder eventuelle Schäden, also eigene Schäden, abgesichert sein möchte. Für Fremdschäden haftet ganz normal auch die Haftpflicht. Wenn man eine Privathaftpflicht hat, kann ich in dem Fall, wenn man im Verkehr unterwegs ist, nur empfehlen. In dem Kontext bedeutet Fremdschäden natürlich an Fremdfahrzeugen oder bei Fremden verursachte Schäden. Ansonsten kann es natürlich noch etwas Geld kosten, wenn man anfängt, das Fahrzeug zu tunen. Bedeutet andere Umlenkrollen, bessere Lager. Da gibt es, wie bei so vielen Dingen, nach oben wenig Limits. Hier kommen wir jetzt übrigens in die angesprochene Abfahrt. Der Markus, wie erwähnt, hatte da 69,8 Kilometer pro Stunde drauf. Ich hatte laut GPS 72 Kilometer pro Stunde drauf. Man sieht, also hier kann man es ganz gut laufen lassen. Und ich denke, wenn man auch wirklich noch ein bisschen mehr in die Pedale tritt, geht es hier sogar noch schneller. Ja, an der Stelle geht ein großer Dank noch an den Johann von Hovelo raus, dass ich so eine Probefahrt mal begleiten durfte, beziehungsweise dass er das, was ich über YouTube angeleiert habe, umgesetzt hat und den Markus hat Probe fahren lassen mit dem Fahrzeug. Sollte jetzt jemand Lust auf so eine Probefahrt bekommen haben, ich verlinke euch unten noch die Homepage von Hovelo, da könnt ihr anfragen und eine Probefahrt durchführen. Ansonsten, wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar, ein Like und ein Abo da. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.